Ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem finalen Tag von Woche Nummer 5. Unser härtester Kampf steht voran. Das Elimination Battle steht voran gegen Julius Haraway, ein Mitglied der Haraway-Familie, der mächtigen Familie, die fast die halbe Welt beherrscht, dem Assassinen, der kaltblütig Menschen ermordet, und seinem Assassin, der ebenfalls kaltblütig ermordet. Beim letzten Mal haben wir hier etwas über ihn herausgefunden. Hoffentlich können wir mit unseren Informationen hier auf den E-Rank kommen. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Und das ist aber nicht das, was uns am meisten hier schockiert hat beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir die wahre Identität von Saber. Und hat sie uns hier gesagt. Saber hat nämlich hier auch als letzte Möglichkeit hier gesehen, dass sie ihr Noble Phantasm einsetzt, um hier eine Chance gegen Julius Assassin zu haben, der unglaublich stark ist. Und ja, sie ist Kaiser Nero. Beziehungsweise Kaiserin Nero, die damals Rom angezündet hat. Und nun haben wir Noble Phantasm, was eine unglaublich mächtige Reality-Marble ist. Und ich bin sehr gespannt, ob wir die jetzt einsetzen werden. Ich will jetzt nicht Kampf haben. Today is the elimination battle. In case you forget, I'll come to the first floor when you're ready. After delivering its reminder, Kotomini leaves. The elimination battle is here. I would have faced the strongest opponent yet. I make some final preparation. Ja, komm, langweilig mich nicht alle. Ich muss nichts vorbereiten, außer eine Sache natürlich, hier die Informationen wieder durchzugehen. Das Einzige, was jetzt noch eine Rolle spielt, was anderes müssen wir jetzt nicht machen. Wir sind Level 31. 3 Level höher als gefordert, das packen wir schon. Das kennen wir, die Dialog haben wir jetzt sehr oft gehört. Übrigens, das steht ja nicht der T, seht ihr das? Okay. Get down information. My enemy is strong. The strongest yet, without a doubt. At least, if I piece together what information I know, I might survive a little longer against him. Julius Haraway is the Haraway family assassin, and an enemy since day one. Saber was fooled by his servant's ability to enlarge her body 9, speed his movements, obfuscate his presence. Ja, genau, das ist seine Identität verschleiert. Julius' servants can obfuscate his presence, which allowed him to take out Sabers in one blow. Then Julius' servant attacked us again, and Saber saw through it. The attack was, dass die Mana-Ströme da gestört werden. A magic circuit disruption, a blade? Nein. A magic circuit disruption, genau. Right. From his attack I deduced that the enemy uses a special form of martial arts. Und das haben wir in dem Buch gelesen. Genau. After witnesses him in action, I have no doubt he's a master. In one blow, he skews his targets, narrows his and circular systems, as well as the magic circuits. Julius' servants claimed that his technique was so effective that a second strike was needless. For anyone unable to sense his presence, that could indeed a one-hit KO. To get around his invisibility, we set traps to disable it. Thanks to the traps, we learned the source of his invisibility was... Das mit dem Chi hier. A Martial Art Technik, ja genau. Weil es war eben keins. Es war von Anfang an, wie ich gesagt habe, eine Martial Art Technik. Habe ich ja von Anfang an gesagt. Damit können wir doch leben. Right. It was the Bajikan Technique, based on becoming one with the universe, called concealment. Das war das, was wir im Buch gelesen haben. It is also a sign Julius' servant reached a level of Kung Fu that few martial artists ever do. In other words, Julius' servant was a Kung Fu master. There's only one Kung Fu master in history who claimed he needed no second strike. Jackie Chan? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es persönlich nicht, Mann. Liu Shuwen. Habe ich noch nie gehört. Haben wir auf dem Spiel noch nie gehört, okay. Called the Master of the Demon Fist. He was both various martial artist and assassin. Julius is a professional assassin. He knows a heck lot more about killing than I do. And on top of that, his servant is a martial art master. They are match made in heaven. I wonder how long I'll last against the two of them. Alter, wir haben jetzt ein Noble Phantasm, Mann. Wir tauen ihn weg, Mann. Okay, ich kenne den zwar jetzt nicht. Das ist, muss ich jetzt sagen, wirklich mal jemand, von dem ich noch nie was gehört habe. Aber mein Wissen von asiatischer Martial Arts beschränkt sich halt auf Jackie Chan und Bruce Lee. Ist halt so. Aber nun gut, wir haben alle Informationen und ich hoffe... Wir haben irgendwie eine Chance hier zu bestehen. Eine wichtige Frage nur, bevor wir reingehen. Bitte steht da was über sein Noble Phantasm. Wenn da hier schon steht, das ist ein One-Hit... Ja, a second strike is needed, heißt es doch. Das heißt doch, sein Noble Phantasm ist ein One-Hit-Kill, oder? Ja, super, steht natürlich. Sein Noble Phantasm steht natürlich nichts drüber drin.
Gott, Dominik, legen wir los. Langweilt mich einfach nicht, Mann. Ja, komm. Wir überleben das. Okay. Rein ins Kolosseum und möge unser härtester Kampf bis jetzt beginnen. Vielleicht sogar unser härtester Kampf im Spiel. Ein ausgebildeter Assassine, der kaltblütig alles ermordet, Mann. Es war schon schwer, überhaupt etwas über ihn herauszufinden. Und nun erwartet uns unser schwerer Kampf. Es ist Zeit, Julius Harroway zu besiegen und dem Harroway-Clan einen schweren Schlag zu bereiten. Even after all of those attacks, the fire inside you still seems to be burning brightly. What a pleasant surprise! You improved much since we last met in that sealed place. Assassin, please refrain from idle banter. Relax, I was just making conversation. Getting to know your opponent is our ultimate luxury. My foes usually crumble from a single blow of my fist, so I find his holy grail war to be truly enjoyable. Originally a martial artist where I fight for one's life, with the weight of years behind one's fist. The opportunity for two people to face each other and try to crush each other's lives comes but rarely. Wouldn't you agree with me? Anyway, it looks like you have something you'd like to say to my master. This master of concealment and the strongest martial artist of all time must have saw something in my mien. There's definitely something I want to say to Julius, to whom I have several mysterious connections to, but... Actually, I have nothing to say. Na, for what purpose do you fight? Ja, das interessiert mich eigentlich schon. Ich weiß für was, nämlich für seinen kleinen Bruder hier. For what purpose? Seeing to it that Leo makes this way to the Holy Grail safely. That is my purpose. You're lying badly. What are you trying to get at anyway? I don't seem to care about you. Even if what you say is true, it is not your place to question the truth of my words. Leo is the next head of the Harrow family. I am simply meeting my responsibility as a family member. Is your job worth risking life? And you want nothing for yourself? There might have been at one point, but I don't remember what I could have been. It sees, my blood, my flesh, martial art flourish near death. I have shed the complacency of earlier and have been born anew, thirsting for blood like the Kyuki. Yes, it's like I've become young again. You're strong, stronger than my enemy so far. Now, let us compare our strengths. Show me what lies beyond perfection. Wolf, your sheep's clothing has peeled off. Now you would be more suitable for another class. Indeed, you do better not to restrain yourself to your delicate master limits. You are weaker than a traitor king's manifests before the emperor, weaker than a candle's flame, and you say you're an assassin, but that is my domain. My life was riddled with conspiracy. Let's do it. Indeed, my fist needs no second strike. As if you could defeat us. In one strike you will understand my martial art prowess. Saber versus Assassin. Boom, 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 boom. Life or die by the sword. So, wir haben Matrix Level E. Und dann lasst uns hier den Kampf beginnen. Oh, das ist das Skill-Line. Okay, er wird... Alter! Er ist schon im...
Ich sehe doch, was du machst. Ich sehe doch, was du vorhast. Nein. Nein, 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 du kleiner mieser Dreckstyp, Mann. Ich weiß, was er sofort zu Anfang vorhat, Mann. Er versucht nämlich, ich finde es sehr geil, oben rechts seht ihr, dass er schon in seinem Noble Phantasm Modus ist. Also er kann gleich in seinem allerersten Special Move, in seiner ersten Runde kann er sein Noble Phantasm einsetzen, was ich zwar jetzt nicht ganz nachvollziehen kann und auch ein ganz klein bisschen unfair finde, aber nun gut. Wir müssen nur verhindern, das habe ich ja vorher schon gemeint, dass er nämlich, sein Ziel ist es nämlich, dass er einfach versucht, sein Noble Phantasm aufzuladen. Ich mache jetzt hier Guard. Das hat er schon vorher immer versucht, Mann. So. Schau mal. So. Und deswegen muss ich einfach verhindern, dass er sein Noble Phantasm auflädt. Und deswegen stunne ich ihn einfach immer, wo es geht, Mann. So, failed. Genau, Mann. Penner, Alter. Wir haben einen Triple Move. Wie geil. Wir müssen unbedingt immer verhindern, dass er sein Noble Phantasm auflädt. Das ist nämlich... Habe ich gerade die ganze Runde richtig. Das kann ja nicht sein, Mann. So geil, Mann. Okay. Leute, Mann, hier unser Nero Saber hat auch wieder gesagt, ihr Leben ist von Verschwörungen hier bezogen. Sofort wieder, Mann. Immer schön Hack, Mann. Aber, oh, jetzt haben wir ein einziges Ding, Mann. Komm. Welt of Paddles. Thunderous Applaus. Oder warte, wir machen erst Thunderous Applaus. So, und dann ist halt die Frage, er wird wieder, ich glaube, ich habe das Gefühl, er setzt jede Runde sein Noble Phantasm ein. Deswegen sagt er auch hier mit einem Schlag. Schaut euch das an. Oh, 4. Runde, Mann. Die 4. verdammte Runde, Mann. Attack. Dann guarden wir, breaken und attacken wir. Schauen wir mal, wie gut das läuft. Ich bezweifle es, dass es gut läuft. So. Immer unbedingt am Anfang gleich mal Hack. Weil dann können wir gleich mal hier Thunderous Applaus hauen. Und dass man dann gestunt ist, das macht, Alter, aber schau, die waren 2300 Schaden, Mann. So, even, oh, schlecht, Mann. Schlecht, gut. Jetzt wird schlecht, oder? Sehr gut, komm. Ja! Schon wieder eine Kette, Mann. Oh, Leute, Mann, wieso kriegen wir auf einmal so gut Ketten hin? So. Wir müssen jede Runde unser Hacken-Skill machen, das heißt, ich kann mich nicht heilen. Oh, jetzt codecastet er auch noch. Jetzt wird's auf einmal cool, gell? Okay, Mann. Wir setzen in der Runde viele Special Moves ein. Fangen an mit Break. Und dann habe ich auch schon wieder keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, Nero hat ja etwas hier gesagt davon, dass ihr Leben von Verschwörungen hier überzogen worden ist. Und das macht doch Sinn, weil das ist auch nach einer wahren Sache eben stimmt. Sie wurde ja ebenfalls hier oft als Verschwörerin bezeichnet, dass sie hier ihren vorigen Kaiser hier ermordet hat. Gibt es einige sehr düstere Geschichten, ne? Was davon stimmt, können wir natürlich nicht sagen, aber eins ist sicher. Es ist eine sehr gefährliche Person, die da ist. So, wir machen hier Welt of Paddles, Welt of Paddles. Und dann machen wir, dann guarden wir, dann breaken wir und dann guarden wir. Schauen wir mal. Wir müssen unbedingt am Anfang immer Hack-Skill machen. Wenn er keinen Skill machen kann, dann passt das eigentlich schon. So, und dann Whale of Paddles. So, wie du defendest, Mann. Bam! 906, okay. Unser Thunderous Applaus ist halt einfach so ultra stark, Mann. Und Leute, das ist die 3. Runde, oder? Ihr wisst, was in der 4. Runde ist, Mann. Oh, sehr gut. Zielgard. Nein, ich kann mich nicht verteidigen. Heiken-Team, Mann. Scheiß drauf. Und dann, ach, geil, Mann. Geil, Mann, geil, Mann, geil, Mann, geil, Mann, geil, Mann. Sind wir in der 4. Runde, Mann? Sind wir in der verdammten 4. Runde? Ja, okay, jetzt ist da 2 Special Moves ein. Ist das ätzend, Mann? Kann ich? Alter, Mann. Wir können das einsetzen, Mann. Weil wir können jetzt nicht mehr guarden, Mann. Wir machen am Anfang wieder Hack. Ich kann mich halt nicht heilen, weil ich immer hacken muss, Mann. Das macht mich so fertig, Mann. Ich bin so heiß drauf, Mann. Ich weiß halt nicht, was er macht, Mann. Aber haben wir in der Runde... Wir können jetzt alle unsere Special Moves rausnehmen. Dann können wir ganz sicher sein, dass er down ist. So. Aber... Scheiß drauf. Das muss reichen, Mann. Er wird da eh nur seinen Chi-Move einsetzen, deswegen ist mir das scheißegal. Breaken wir und dann... Leute, die Runde muss sitzen, Mann. Die Runde muss sitzen, Mann! Ich ertrage kein Noble Phantasm von ihm, Mann. Ich glaube, das ist echt eine Insta-Kill-Attacke. Deswegen setzen wir alles auf die Karte. Saber Nero, Mann. Unser härtesten Kampf werden wir ihn überstehen. Theater of Barengaged. So, okay, das ist gut. Jetzt hauen wir einfach alles raus, Mann. Es wäre natürlich traurig, wenn er jetzt davor down geht, bevor wir unser Noble Phantasm einsetzen, Mann. Das wäre natürlich... Alter, das könnte passieren, Mann. Das wäre sehr traurig, Mann. Das wäre echt traurig, Mann.
Na, es wird nicht passieren, Mann. Okay. Saber, oh, so sage ich deinen Namen, so möge deine wahre Kraft erwachen. Saber, so rufe ich dich. Leg los, Nero! Alter Falter. Er setzt sein Noble Phantasm ein und okay, wir müssen ihn in der allerersten Runde besiegen. Wir codecasten, hacken ihn dann und dann beenden wir es einfach ganz schnell. So, und dann war's das. Leute, die Arena von Saber, Mann. Die Arena, was ist denn, was rede ich da? Es ist ihr Theater. Und in diesem Theater ist sie unbesiegbar. Deswegen lasst es uns auch beenden. Auf Wiedersehen, Assassin. Und auf Wiedersehen, Julius. Leute, unser Noble Phantasm rockt ja einfach so sehr. Wir erzeugen eine Reality-Marble hier im Zirkus. Was stand vor da? Ich habe vergessen, wie es heißt. Zirkus, Dominos oder wie auch immer. Und in dem sind wir einfach ultra stark, Mann. Saber, Nero, wer du auch mal sein magst, auch wenn du irgendwie ein rachsüchtiges Monster irgendwie warst. Ich finde dich awesome. Und damit ist Julius Harroway besiegt. Ich hoffe, Assassin, wir waren ja ein würdiger Gegner. The battle has been decided. The famed warrior of the fist walks to Julius' side as he speaks. The black-clad harbinger of death has fallen to the one knee and crouches on the ground. Julius, I won't insult you with excuses, but I will give you my thanks. It's been a long time since I've been in the world. Thanks to you, I was able to fight in again. The command C on Julius' hand flashes red and starts to vanish. You've reached your final moment. Raise your head. What's wrong, Julius? I can't die yet. A scream that sounds like it's been wrenched from his heart echoes in the chamber. What are you? I cannot die like this. I. He clasps his hands together as if in prayer and continues to deliriously scream. I don't know if the strange light in his cold eyes is a blaze of madness or what. Julius begins reciting words that sounds like a code or a spell in an anxious tone. His reckless opposition to the system causes him so much pain that he can't stop screaming. Knees bent and face twisted in pain, from defiance they nevertheless face imminent deletion. It's a shamefully uncharacteristic display of desperation, and then the look in his eyes as he throws his head back and cries out his pure madness. Wer hätte damit gerechnet? Julius, der eiskalte Mörder, der so viel Leben genommen hat wie wahrscheinlich nicht mal sein eigener Assassin, hat so eine Angst vor dem Tod gehabt. After the flash of light, the two of them have disappeared without a trace. Saber, du warst großartig, Mann. Dein Noble Phantasm hat uns hier wirklich gut geholfen, Mann. I wonder what happened to Julius. Es sah nicht so aus wie immer. Ansonsten normalerweise haben wir immer so eine bröckliche Auflösung. Und sie waren kurz davor. Könnte das heißen, dass Julius überlebt hat? Oh mein Gott. I have no idea.
All I know is that he's gone. That means I'm the winner of the 5th round. I'm startled to feel like the end goal is in sight. For a change, I feel invigorated. 2 Feinde warten noch auf uns. Und dann ist der Sieg unseres. Aber trotzdem ist es noch ein langer Weg. As I return to the school building from the battlefield, I close my eyes and empty my exhausted mind. The thrill of victory, the agony of Julius' scream, and the sense of all our lingering presence, all gone. Suddenly, I notice there's a person in front of me. Leo. Jetzt interessiert mich mal meine Reaktion. Normalerweise war er immer hier so der, dem alles wurscht ist, der sagt, oh, es steht alles schon festgeschrieben. Und vielleicht bröckelt diese Fassade jetzt. It's Leo. I just defeated Julius, his brother. It only makes sense that Leo would be here. He would want to know the result of the battle. I didn't expect you to defeat my brother. I'm shocked, honestly. Just changed my opinion of you. You are strong. I see that now. Leo's voice is so detached. It's not betraying any emotion. As far as I can tell, he doesn't seem to be harboring any feelings of revenge, hate, or the like. I'm not sure I should ask, but I can't stop myself. That's an odd question. Why would I resent you? People die in battles. This time around, it just happened to my older brother. That's all. The only noteworthy thing is that you exceeded my expectations. I think his words are sincere. Leo's tone of voice, body, language, and facial expression back up what he's saying. The only thing that's different is that I see you in a changed light. I can finally see what you're for, what you are. A fine, proper enemy. So much heat in that gaze. Leo just softly smiled like usual, but this time. What is this? I don't want to stray here anymore. I don't want to face Leo anymore. It's just as if his eyes were in the sun, gentle yet searing. Like my skin is being burnt away, Leo's emotion really did change. He's never shown such that emotion before. Why did he choose to show it to me? Of all people. Me, a stranger. Me, his future enemy. That's right, perhaps you'll end up being my final opponent. Huh, that's sort of exciting. I'll look forward to if that happens. Well then, I'll look forward to when we meet on the battlefield. That said, Leo left. As soon as he was gone, my back tingled. When I check it out, I find my clothes are sticking to the sweat on my back. Leo is as unrelating as Julius, if not as obvious sinister. It's like the north wind and the sun. I feel like Leo is more advanced than me for sure. The sun sits in the sky as king of the world, the chosen one. I've never thought about how far away it is before, hopelessly far. But eventually I have to reach out and fight it, because only one person can obtain the Holy Grail. Und diese Person werden wir sein. Da kann sich auch der hochwohlgeborene Leo uns entgegenstellen. Saber! Dein Nobel Phantasm rockt so sehr! 世のドムスアウレアを開いたのだ。マスターであるそなたはもう知っているとは思うが。世の神名はネロ。ネロ・クラウディウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクスである。I can't hide my astonishment when she repeats her name. Nero Claudius, 5th Emperor of the Roman Empire. A decent tyrant who indulged in every luxury and pleasure. Bevor wir dieses super interessante Gespräch aber weiterführen und uns weiter über Nero unterhalten, machen wir erstmal einen kleinen Cut und erholen uns vor diesem harten Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.